Liebe Studierende, liebe Interessierte, willkommen zum dritten Clip unserer Themenreihe Barrieren am Campus. Die letzten beiden Clips hat uns Sascha von dem Studienalltag und auch dem Studienbeginn mit seiner Hörbeeinträchtigung erzählt. Heute widmen wir uns dem Thema Diskriminierung, Formen von Missverständnissen und wie man dem Ganzen entgegenwirken kann. Hallo Sascha. Hallo. Als erstes würde mich interessieren, welche Missverständnisse hast du bereits im Studienalltag erlebt aufgrund von deiner Hörbeeinträchtigung? Also zunächst einmal ist es für einen Hörgeschädigten sehr wichtig, durch regelmäßiges Hörtraining einmal wahrzunehmen, wie die Aussprache von gewissen Worten ist, weil man ja auch lernen muss, Silbensätze und Vokale klar unterscheiden zu können. Weil es kann, wenn jemand sagt Kanne und Tanne und so gewisse Dinge, also wenn Worte mit gewissen Konsonanten ein Problem sind, dann musst du das unterscheiden. Aber ich habe mir angewöhnt, um meine Mitmenschen im Gespräch folgen zu können, habe ich immer am Tisch das Mikrofon hingestellt und gesagt, ich brauche das Mikrofon, damit ich das gesprochene Wort des Gegenüber verstehen kann. Aber es ist dann auch so, dass ich immer die Leute bitte, langsam zu sprechen und deutlich zu sprechen. Das heißt, das Gegenüber muss langsam und deutlich sprechen, damit du es verstehen kannst. Wenn jemand nuschelt und undeutlich spricht, dann ist das für dich die reinste Katastrophe. Was können nun also Studierende oder auch Lehrende machen, um solchen Missverständnissen entgegenzuwirken? Also das Wichtigste ist, dass du dich darauf verlassen kannst, dass der andere langsam mit dir spricht, deutlich spricht und dass du immer das Mundbild ablesen kannst, um ja Missverständnisse vermeiden zu können. Und das ist immer schwierig mit Mundbild ablesen, deswegen sage ich langsam sprechen, deutlich sprechen. Für Leute, die eine hohe Stimme haben, würde ich bitten, etwas leiser im Ton zu sprechen, weil es gibt nämlich Leute, die eine Hochtonschwerhörigkeit haben, zu denen gehöre ich. Und für die sind zum Beispiel hohe Stimmen immer schwierig. Deswegen ist dort besonders wichtig, dass man langsam und etwas leiser spricht. Also die Hochtonstimmen haben. Also langsam sprechen und deutlich sprechen ist das Wichtigste. Hast du das Gefühl, am Campus aufgrund deiner Hörbeeinträchtigung diskriminiert zu sein? Eigentlich nicht, weil ich mir von Anfang an angewohnt hatte, klar und deutlich auf meine Hörbeeinträchtigung aufmerksam zu machen. Das heißt, man muss selbstbewusst genug sein, zu sagen, Leute, ich habe eine Hörschädigung, ich bitte euch, darauf Rücksicht zu nehmen. Und nur wenn man seine Bedürfnisse klar artikuliert, kann man sich auch durchsetzen und sagen, ihr müsst auf das Rücksicht nehmen. Und darum bittet man, und ich muss wirklich auf Holz klopfen und sagen, es ist bis jetzt gelungen, mit Menschen zu tun zu haben, die das berücksichtigen können. Und dafür muss ich an der Stelle Danke sagen. Das ist wichtig. Wie verhältst du dich, wenn es doch eine Situation gibt, die ungerecht oder diskriminierend ist? Also dann mache ich schon aufmerksam, dass das nicht in Ordnung ist. Da geht es nicht nur um mich, sondern wenn ich sehe, dass andere Leute auch Diskriminierungen erleben müssen, da stehe ich schon dafür ein, weil ich eben weiß, wie schmerzlich Diskriminierungserfahrungen sind. Das weiß ich auch von früher her schon und das prägt, das hat an sich nichts mit der Uni zu tun, sondern wenn man früher schon Diskriminierungserfahrungen erlebt wie in der Schule und das am eigenen Leib und das nicht mehr ein zweites Mal erleben will, dann sagt man das auch und beziehungsweise setzt sich dann auch dafür ein, dass anderen ein ähnliches Schicksal erspart bleibt. Welche Tipps kannst du anderen Studierenden, die mit einer Hörbeeinträchtigung kämpfen, mit auf den Weg geben? Also das Wichtigste, was ich sagen kann, ist, steh zu dem Hörverlust. Steh zu dem, dass du auf
Hörgerät oder Hörlösungen angewiesen bist und von den Mitmenschen würde ich mir erwarten, dass man die Entscheidungen, eine Hörlösung in Anspruch zu nehmen, respektiert. Weil ich habe es an meinem Schicksal gemerkt, du musst dich proaktiv einer Situation stellen, wenn sie da ist. Das habe ich seit 2017 bedingt durch meine Hörschädigung getan. Und ich bin froh, dass ich beidseitig versorgt bin. Und mehr wieder, und mit dem kann ich nur andere Menschen ermutigen, mutig einem Hörverlust sich zu stellen, egal ob man jung oder alt ist. Das Wichtigste ist, dass man seine Lebensqualität in den Mittelpunkt stellt. Alles andere ist nicht entscheidend. Möchtest du abschließend noch etwas Wichtiges zu unseren Zuschauern sagen? Ich würde mir wünschen, dass wir im Sinne der Inklusion auch für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung oder Menschen mit Beeinträchtigungen mehr in den Fokus stellen und sie willkommen heißen in einer Vielfaltsgesellschaft. Das würde ich mir wünschen. Danke, Sascha, für deine Zeit. Nun sind wir auch schon am Ende des 3. Clips zum Thema Studieren mit Hörbeeinträchtigung. In Zukunft werden wir weitere Clips zu anderen Barrieren am Campus veröffentlichen. Falls auch du mit einer Barriere am Campus zu kämpfen hast, kannst du dich gerne bei uns unter oeh.sozial@au.at melden und so wie Sascha mir in einem Interview von deinen Problemen und Erfahrungen am Campus berichten. Vielen Dank für euer Interesse und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald!